Liebe Sternefreunde, willkommen Sternemeister aus dem Herzen Schweiz, aus dem wunderschönen Städten. Heute werde ich das Street Food Market vorstellen. Ein altes Produkt von Lego. Aber dieses alte Produkt hat in sich, weil gibt es immer noch gewissen Orten noch zu kaufen. Ich habe es natürlich für günstig gekauft, für etwa 30 € zugeschlagen, und weil ich will ein mexikanisches Restaurant bauen, und da habe ich gesehen, bei diesem gibt es gewisse Dinge, die ich benötige. Natürlich werde ich davon ausgehen, dass es hier alles Kleber hat und ich keine Prints. Könnt ihr denken, warum? Könnt ihr einfache Kleber kaufen, aber trotzdem cool. Und wir schauen es uns an, bevor wir dann auch etwas bauen. Also mexikanisch, aber auch japanisch. Und das passt natürlich sehr gut in meine Idee, 2 Häuser zu bauen. Ein deiner mit japanischen, ein mexikanisches, und vielleicht kommt dann noch etwas mit Grünzeug dazu. Ich werde es schauen. Ich werde es dann bauen. Aber nach dem Intro werde ich jetzt das Ganze mal zusammenbauen, euch zeigen, wie das funktioniert hat, und dann kommt der Review, wo ich das Ganze euch vorstelle. Los! Und wir machen die jungfräuliche Schachtel auf, und da gibt es einiges zu bauen. Ja, ihr könnt schauen, die Tüte 1, zuerst die Figuren, dann der Kaktus und dann auch noch die Sitzmöglichkeiten, draußen zu sitzen, unter der Laterne zu schlemmen. Und dann die Nummer 2, baue auf, dieser Wagen. Ja, das ist doch cool. Dieser Wagen ist sehr groß, hat auch mehrere Schritte zu hinterlegen, und dann kann man auch öffnen. Das finde ich eine coole Idee. Der ist doch wirklich ein schönes Ding. Und dann bauen wir schon die nächste Station auf. Ja, dort die Fruchtpresse, und weiter geht es mit dem nächsten Stand. Japanisch ist angesandt. Sushi, uiuiui, Dushi. Ja, das ist so schnell gebaut. Es ist gebaut, ihr habt's geschaut. Ja, ist das nicht wunderbar? Ja, das ist doch wirklich großartig. Ich muss das noch wechseln hier, dass ihr besser seht. Das ist doch ein Markt. Also, ich mache das mal zusammen, dass ihr das seht, wie es sich vorgestellt hat. Lego, das in die Mitte, kommt da die Pflanze rein, da so. Und es hat sogar noch 3 Köpfe. Ja, die wurden geköpft. Nein, es gibt keine Wendeköpfe bei Friends. Da gibt es einfach Köpfe mit halt eigenen Dingen, wo dann halt jemand lacht, so Art, so seht ihr, oder einfach andere Emotionen austauschen kann. Ja, die halten nicht gut, diese Köpfe. Und wenn wir diese Figuren anschauen, natürlich kann man sich da wieder sagen, ja, gefällt es diese Figur, aber es hat hier Dinge. Ich mache die mal zusammen. Das sind 3 Figuren, die man erhält. 3 Figuren, ich bin jetzt da nicht sattelfest, aber natürlich gibt es dazu Videos, wo das ist hinten dran natürlich alles schön geprintet. Was ich einfach cool finde, gegen die Minifiguren, ich habe es schon gesagt, beim Liner, es ist einfach, es hat beim Print, es hat gewisse Dinge, die geprintet sind. Das ist eben das, was ich wirklich cool finde. Cool. Aber auf die Seite, weil mir geht es ja nicht um die Figuren, mir geht es um euch zu zeigen, was hier alles drinnen ist. Also hat hier die Möglichkeit, Essen zu verkaufen. Ich mache die Stände mal auf die Seite, damit ihr den einzelnen Stand nach dem anderen anschauen könnt. Eben, wenn ihr Glück habt, könnt ihr das Set noch kaufen. Das ist so ein Stand, wo da Gemüse verkauft wird, ist eine Saftpresse hinten dran. Ja, so eine Saftpresse, so sieht die aus, diese Saftpresse, da wird entzaftet und hinterlegt. Und es gibt einen Kübel, da ist eine Banane drinnen, ja, die wurde schon gemacht. Dann gibt es hier zum Sitzen, sind alles Kleber, auch das ist ein Kleber, das ist ein Print, das Geld, ja. Wäre noch verrückt, wenn das Geld auch noch wäre. Aber hier noch eine Blume und hinten dran noch ein Löffel. Ja, wenn man da das auslöffeln muss, ja, dann hat man einen Löffel, ja.
Nicht den Löffel abgeben, sondern auslöffeln. Ja, richtig gesagt, ja. Immer aufpassen, wenn ihr das sagt, Löffel abgeben. Das macht man nicht, den Löffel abgeben. Das war früher im Mittelalter. Warum war das so, den Löffel abgeben? Ich sag's euch. Ich sag's euch. Der Löffel abgeben war wegen dem, weil die Leute hatten nur einen Löffel. Und wenn du gestorben bist, hat man den Löffel abgegeben und jemand anderer hat den Löffel übernommen. Weil die Leute waren da sehr arm. Hab ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber Sprichwort spricht Bände. So, wir haben hier einen weiter schönen Stand. Ja, der ist auch cool. So ein, ja, Stäbchen, japanisches drinnen. Da auf der Seite. Und hier gibt es Sushi für die Uschi. Nein, ja, Sushi gibt es hier. Dann gibt es hier auch so ein Sushi, dann gibt es eine, ja, das ist ein Print hier. Das ist ein Print hier drinnen, seht ihr, das ist ein Print, 2 Stühle und hinter dran macht er. Ich habe jetzt Japanisch gesprochen, ist mehr Japanisch hier, aber finde ich super. Kann ich vielleicht auch in das Diner obendran einbauen. So ein ja. Ich war mal Japanisch, ich weiß nicht. Das ist super, wie die das machen, aber dann, ja, Tataki, Chakaki, Makaki. Nein, nicht Kakaki. Nein. Dann, hier haben wir auch noch ein cooles Set. Wie sagt man? Mexikanisches. Aber ist interessant, hier gibt es Saft. Da ist einfach in der Mitte für alle diese 3 Stände anzugeben. Also Sushi, dann mexikanisch und dann Saft. Kann man hier alles haben. Und natürlich ein kleiner Kaktus, der Balkon, Halleri, Halleri, Hallero, ho, 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 ho. Ja, Otto. Der Film, glaube ich, war das. Dann haben wir hier ganz viele Dinge. Hier ist ein Hündchen, das habe ich extra draufgenommen. Das letzte Hündchen habe ich immer noch nicht gefunden. Das schöne, schwarze, herzige Hündchen. Weggekommen. Weg. Nein, nicht die Hündchen. Eine Katze. Ich sage ihm Hündchen. Ich weiß nicht. Das sieht doch... Das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Katzenklo. Nein, keine Katze. Das ist das hier drauf. Und es hat ganz viele Dinge hier. Und das gibt auch drin. Es gibt Eier. Das war ein Kleber, das ist geprintet. Dann gibt es hier gewisse Dinge zu kaufen und hier ein Tortillas und sogar 2. Ich finde super, weil ich will ja ein mexikanisch und dann Tortillas gehören dazu. Hier ein Handy. Ja, das ist ja verrückt, wenn man es isst und dann die ganze Zeit das Handy auf dem Tisch hat und die ganze Zeit rein. Da denkt man immer, ich rede nicht mit der Person, die redet mit dem Handy. Warum? Muss ich mich auch zurückhalten, weil ich dann plötzlich da von euch eine WhatsApp-Nachricht lese und dann denke ich muss schreiben. Aber nein, wenn man isst, sollte man das Handy auf die Seite legen. Es gibt so extra Dinge, wo man es rein tun kann. Also das Handy hier auf den Tisch, nein, das ist nicht gut von Lego. Keine gute Idee, Lego. Keine gute Idee. Keine gute Erziehung der Kinder. Nein. Kommen wir noch zum Wägerchen. Das ist doch auch cool. Das Wägerchen ist groß, also ist wirklich breit. Da kommen auch die Figuren sehr gut rein. Ich kann es wieder wegnehmen und ich kann da eine Figur reintun und die haben vorne extra so, dass man es rein, die halten dann. Also ihr seht da mit den Beinen. Das ist cool. Ist aber sehr groß. Also das ist wirklich ein mächtiges Fahrzeug. Und das Coole ist jetzt, ich kann es euch zeigen. Ich kann hier das öffnen. Ist das nicht cool? Ich kann das öffnen. Ha! Dann sieht man hier, gibt es eine Schale. Da wird darüber wohl der Käse gerieben. Dann eine Pfanne. Dann haben wir hier Chili-Schoten. Das ist scharf. Die Hallefort. Extra scharf, ja. Aber das war drin. Der fällt immer ab. Ich weiß nicht. Das ist nicht so optimal. Habe ich nicht besser hingekriegt. Weiß ich nicht, warum. Jetzt fällt das noch ab. Jetzt habe ich hier abgebaut. Aber es ist der Lego, kann man schnell wieder zutun und so weiter. Hier sogar auch noch eine Möglichkeit, dass hier Dampf entweichen kann. Tortilla, den kann man drehen und der ist doch auch cool. Und hinten dran gibt es noch einen Ofen, ein Öfchen, ja, um das Ganze hinzulegen. Also, hier der Verkaufsstand noch.
Und da gibt es auch Kleber, ein Kleber. Leider, leider. Hier noch die grüne Soße, Guacamole. Guacamole ist sehr gut, ja. Und dann hier natürlich Ketchup. Oder natürlich ein Chili-Pulver. Oh, ist so scharf. Nein, egal. So, das kommt hier rein, das kommt hier rum und das macht wir hier so. Ich finde das, wenn ihr das irgendwo noch kaufen könnt und etwas Cooles haben möchtet, coole Kleber, coole Dinge und so weiter, ich kann es euch empfehlen. Ich hatte Spaß zum Bauen. Ich hatte wirklich Spaß zum Bauen. Ich finde einfach, Friends ist besser als City. Friends ist viel besser zum Mocken. Es haut mich aus den Socken. Ihr könnt frohlocken. Ich freue mich, wenn ihr dann weiterschaut, wenn ich daraus was baue. Das erste ist das deine. Dann werde ich ein Set euch vorstellen und dann schon wieder etwas mocken. Also hier wird das geboten. Nicht nur Friends, sondern auch Mocks und auch ganz andere Lego City und so weiter. Wenn wieder etwas Gutes auf den Markt kommt, werde ich es natürlich zeigen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Steinemeister. Und tschüss. Merci. Danke.